Hi, mein Name ist Daniel. Ich habe mal wieder ein neues Video für euch. Es geht um das Haarsystem. Jetzt habe ich das Figo-Haarteil, was ich jetzt seit 3 Monaten probiere. Und damit bin ich recht zufrieden. Ich habe die letzte Zeit auch sehr viel ausprobiert. Ich war damit viel Sport machen, ich habe viel geschwitzt. Ich habe auch eine Zeit lang probiert, man kann damit in die Sauna gehen, man kann schwimmen, tauchen. Das ist alles kein Problem. Zum Kleber. Ich arbeite mit Klebetapes, die für mich viel besser halten, da ich Sportler bin und 5-mal die Woche trainiere. Viele, die kommen eher mit dem Flüssigkleber klar. Ich denke, es kommt auch auf die Kopfhaut drauf an, ob man jetzt eine fettige Kopfhaut hat oder nicht so viel schwitzt, ob man Sportler ist. Das sind alles so verschiedene Faktoren, deswegen muss man da auch viel probieren, das ist ganz klar. Ich kann halt immer sagen, ich komme mit den Klebetapes super klar, die ich jetzt seit mindestens 3 Jahren schon verwende. Und ja, damit habe ich auch so gut wie kein Problem. Also mein Haarsystem hält um die 8 Tage. Ja, man hat dann irgendwann mit der Zeit ein Gefühl drin. Das muss man halt rausfinden. Es kann auch immer sein, dass bei der Befestigung, wenn die Kopfhaut nicht richtig gereinigt ist, noch ein paar Haare mit dabei sind und dadurch die Kopfhaut jucken kann. Immer darauf achten, dass ihr die Kopfhaut auch richtig reinigt und entfettet, wenn ihr das Haarteil draufklebt. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen oder auch bei Lord Darmstadt melden. Die können euch alles beantworten. Es ist immer ganz wichtig, dass ihr euch sicher seid und auch, wenn ihr euch sowas kauft, damit auch super klarkommt. Ihr müsst halt wirklich sehr viel fragen. Haaranfertigung ist, dass genau aus deinem eigenen Haar genau dein Haarteil hergestellt wird, so wie deine Haare vorher auch waren, so wie du aussahst. Das heißt, du schickst zu Lord ein paar Bilder, du schickst dein Echthaar, du schneidest einfach von der Seite ein bisschen Haar ab, schickst es denen zu und die gucken dann, dass sie genau dein eigenes Haarteil herstellen, so wie du damals aussahst. Sofortprogramm hat wieder einen Vorteil, zum Beispiel, dass ich ein Sofortprogramm innerhalb von einer Woche geliefert bekommen kann oder auch 2 Wochen, sage ich mal maximal, wo dann das Sofortprogramm da ist. Das Sofortprogramm ist halt dafür da, dass wenn zum Beispiel mal irgendwas mit euren Haaren sein sollte, ihr dann nicht Angst haben müsst, mit einer Glatze wieder rumzurennen. Das ist halt uns auch ganz wichtig, beziehungsweise mir wichtig. Wenn ich mich für ein Haarteil entscheide, dann muss auch das Haarteil immer da sein. Da kann ich nicht das einfach mal ein paar Wochen nicht tragen. Für mich ist es wie bei einer Haarverpflanzung, dass man sowas immer auf dem Kopf trägt und das ja Teil deines Lebens ist. Und daher habe ich mich halt für ein Haarteil entschieden und damit komme ich auch super klar. Also ich habe da echt so gut wie gar keine Probleme. Ja, wie gesagt, man muss es halt wirklich selbst rausfinden. Ich kann euch empfehlen, sucht euch vorher erstmal einen Friseur, da der Erfahrung hat, der das schon oft gemacht hat, da ihr mit eurem Haarteil dort auch hingeht und dem die Arbeit machen lasst, dass das auch wirklich aussieht, weil die Haare wachsen nicht mehr nach. Das will ich euch nur sagen, ich bin da immer direkt und ehrlich, weil ich würde es nicht okay finden, wenn ihr euch ein Haarteil bestellt und dann ist es da und ihr habt keinen Friseur. Das sind alles Dinge, ihr müsst es vorher erstmal überlegen, erstmal vorher planen. Welchen Kleber verwende ich, das kann man mit der Zeit rausfinden. Was für ein Haarteil ist das Beste für mich, finde ich mit der Zeit raus. Entscheide ich mich auch wirklich dafür, kann ich das auf Dauer auch tragen. Ich würde einfach mal Leute fragen, wie lange hält mein Haarteil. Ich sage in der Regel 4 bis 5 Monate hält ein Haarteil. Dann muss man wieder Neues kaufen. Also es wäre schon gut, wenn man 2 Haarteile hat, weil das wird auch oft nicht erwähnt, dass viele ein Haarteil sich bestellen und nach 2, 3 Monaten ist es kaputt und dann stehen die natürlich da und haben nichts. Das ist auch Planung. Ihr müsst wissen, wann hole ich mein neues Haarteil schon, wenn ihr euch keine 2 holen könnt. Ich mache das immer so, ich gucke, dass ich jeden 4., 5. Monat mein neues Haarteil schon da habe und ja, dann wieder von vorne anfangen. Und mir macht es auch groß Spaß, dann immer was Neues auszuprobieren. Mal andere Frisuren, mal weniger Haar, mal Medium, mal sehr dichtes Haar oder mal eine andere Farbe. Was mir auch noch auf dem Herzen liegt, ist, ich werde letzte Zeit oft von Leuten gefragt, die vielleicht sich für ein Haarsystem entscheiden. Kann ich mein Haarsystem überhaupt färben? Ja, das kann man. Ich habe es schon oft gemacht. Ist auch gar kein Problem, ob man es jetzt absetzt und färbt oder ob man es auf den Kopf macht und färbt. Das ist überhaupt gar kein Problem, das könnt ihr alles machen. Ich persönlich würde empfehlen, wenn ihr euch für ein Haarteil entscheidet,
kauft euch einen Farbton dunkler als euer Echthaar, weil der Nachteil ist beim Haarteil, dass einfach nach 2-3 Monaten ganz klar die Haare etwas heller werden. Nehmt einen Ton dunkler und wie gesagt, wenn ihr euch das traut, ist es auch gar kein Problem, ein Haarsystem nachzufärben. Davon geht auch gar nichts kaputt, also das ist meine Erfahrung. Deswegen, also wenn ich wirklich so nach 3-4 Monaten merke, mein Haarsystem sieht noch gut aus, außer von der Farbe, es ist recht hell geworden, dann habe ich mich auch schon getraut, mein Haarsystem zu färben.